Aloha meine Freunde, heute geht's um, ja, ich habe schon gesagt, Aloha. Und was ist denn das? Das ist ein Protokoll der Schicht Nummer 2. Das heißt, es geht genauso um den Medienzugriff und um die Sicherungsschicht wie bei dem letzten Protokoll, nämlich HDLC. Aloha wird verwendet tatsächlich heute immer noch bei SMS und bei GSM. Deswegen ist es vielleicht ganz interessant zu wissen, wie die das so machen. Bei 3G, 4G und so weiter hat sich das Ding nicht durchgesetzt, weil es einfach mega ineffizient ist. Wir werden eine Variante uns angucken, Slotted Aloha, die ist dann tatsächlich die verwendet wird, aber Slotted Aloha basiert auf Aloha und deswegen fangen wir damit einfach mal an. Okay, was sind so die grundlegenden Prinzipien von Aloha? Aloha hat als erstes mal zeitmultiplexe Aufteilungen, deswegen machen wir das hier auch separat. Das ist nämlich nochmal ein bisschen so anders, als wir es bisher behandelt haben, glaube ich. Zeitmultiplex. So, das ist sozusagen das ganz Neue. Und das war auch die große Erfindung übrigens, warum das Protokoll Aloha heißt. Es wurde auf Hawaii erfunden. Und ja, Zeitmultiplex variabel und zwar zufällig. Was bedeutet das alles? Das bedeutet, wenn ich senden möchte, ich mal hier so zwei Rechner sozusagen auf. Eins könnte der Satellit sein und eins könnte mein Handy sein, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine SMS schicken möchte, oder nicht Satellit, aber eins könnte jetzt zum Beispiel eine SMS-Übertragung sein. Was dann passiert ist, ich schicke einfach meine SMS ins Blaue rein und zwar zufällig, also variabel und zufällig bedeutet, ich muss vorher bei Aloha auch nicht ankündigen, ob ich was senden möchte. Ich muss auch nicht schauen, ob gerade jemand anders was sendet. Wir können uns aber trotzdem das Medium so ein bisschen als Bus vorstellen. Und das kann dann natürlich dazu führen, dass gerade jemand anders schon eine SMS schickt. Blöd gelaufen für mich. Wenn das tatsächlich der Fall ist, dann kommt es zu einer Kollision. Kollisionen sind uncool, aber das kann durchaus passieren. Also das hier dürft ihr euch jetzt gerne mal als Luft vorstellen. Dieses wunderbare Kabel hier in der Mitte sozusagen. Und ja, wie gesagt, wenn ich eine SMS schicken möchte, dann hau ich einfach raus. Aber wenn jemand anders gerade eine SMS schickt, dann habe ich ein Problem. So, jetzt, was mache ich bei einer Kollision? Eine Kollision kann gut stattfinden. Und was dann passiert, ist Folgendes. Also, ich male mal kurz den Ablauf hin. Erstens schicke ich meine SMS an den Empfänger oder an das Netz sozusagen. Und das Netz antwortet mir mit genau derselben Dateneinheit, also meiner SMS, wenn ich eine geschickt habe. Das heißt, es broadcastet diese empfangenen Daten an alle, also nicht nur an mich. Ich male mich mal hier ein bisschen größer. Sondern an wirklich alle. Das heißt, diese SMS geht durch mich durch und ja, es ist quasi einfach überall, jeder kann das Ding empfangen und jeder empfängt es auch wirklich und dann muss überprüft werden bei mir, ob meine SMS da drunter ist, sprich, ob meine SMS, die ich gerade gesendet habe, unter den Daten ist, die vom dem Netz empfangen wurden. Und wenn meine SMS da drunter ist, dann habe ich Glück, dann gab es keine Kollision. Wenn meine SMS da nicht drunter ist, muss ich nochmal schicken. Und wenn ich Pech habe, dann gibt es da wieder eine Kollision, dann muss ich nochmal schicken und so weiter und so fort. Das Problem, was wir jetzt haben, ist aber folgendes. Ich male das Ganze mal hier ein bisschen um, pausiere euch währenddessen. So, vielleicht kann man sich so noch ein bisschen besser vorstellen. Also, ich möchte eine SMS schicken und meine SMS wird mit 1 betitelt zum Beispiel. Und dann möchte noch irgendjemand anders auch eine SMS schicken, die wird mit 2 einfach betitelt, weil damit wir eben so eine Nummerierung haben, quasi damit wir erkennen können, was da drin ist. Aber es wird wirklich der komplette Inhalt wieder zurückgesendet an alle, also gebroadcastet. Und jeder muss dann für sich gucken, war seine SMS da drunter und ist sie angekommen. Das heißt, die Nummer 2 hier drüben, die würde nicht nochmal gesendet werden, aber die Nummer 1 würde nochmal neu gesendet werden. So, jetzt, was passiert, wenn ich noch einen dritten habe? Achtung, findet alles zeitgleich statt, das heißt, die blockieren tatsächlich alle das Medium. Was jetzt hier passiert, ist Folgendes. Wir schicken alle gleichzeitig SMS, also ich schicke SMS 1, jemand anders schickt SMS 2 und nochmal jemand anders schickt SMS 3. Alle exakt gleichzeitig. So, kann vorkommen, dann kann es passieren oder dann wird nur eine SMS bei unserem Netz tatsächlich ankommen und diese wird wiederum gebroadcastet. In unserem Fall jetzt SMS Nummer 2. So, wenn ich jetzt hier allerdings SMS Nummer 2 empfange, dann werde ich in jedem Fall auch meine SMS 3 hier unten wieder neu schicken und
ich hier oben schicke meine SMS Nummer 1 auch nochmal. Da gibt es dann wieder eine Kollision und das heißt, das Netz broadcastet entweder SMS Nummer 1 oder Nummer 3 wieder zurück und je nachdem muss die dritte dann nochmal gesendet werden. Und das ist wirklich ineffizient, wie ihr sehen könnt. Also wenn jetzt 100 Teilnehmer gleichzeitig eine SMS schicken, dann kann es hier wirklich sehr, sehr lange dauern, bis das auch echt ankommt. Deswegen braucht man ein bisschen Randomisierung, ist einfach nur ein cooleres Wort für Zufall. Und ja, wir machen einfach ein bisschen Zufall, das heißt, wir warten hier drüben ein kleines bisschen länger, zufällig länger, bevor wir diese SMS nochmal neu schicken. Das heißt, der hier, also ich, warte zum Beispiel 50 Millisekunden und der hier wartet 200 Millisekunden, bevor er seine SMS nochmal schickt. Sowas in die Richtung. Und dann haben wir keine Kollision mehr, weil die SMS Nummer 3 natürlich zuerst geschickt wird und dann ist das Medium plötzlich frei für meine SMS Nummer 1. Ja, das funktioniert dann auch recht gut und so funktioniert das auch tatsächlich bei Aloha. So hat man das gemacht. Jetzt noch eine Kleinigkeit. Man bricht ab, wenn man zu viele Fails hintereinander hat. Also wenn ich, sagen wir mal, 100 Mal versucht habe, meine SMS durchzubringen, dann höre ich einfach auf mit Probieren und dann ist Schluss. Das ist einer der Tuning-Parameter sozusagen bei dem Protokoll. Das heißt, das kann ich auch für mich anpassen. Das ist das stinknormale Aloha-Protokoll. Jetzt hat man sich gedacht, okay, ist vielleicht doch nicht ganz so geil, einfach alle Daten jedes Mal wieder zurück zu broadcasten. Hat insgesamt dazu geführt, dass das Netz gerade mal zu 18% ausgelastet wird. Das heißt, die Daten, die da tatsächlich übertragen werden, also die Nutzdaten, die wirklich von mir zum Netz kommen, sind gerade mal 18% von dem, was das Netz eigentlich hergeben würde. Wie man da drauf kommt, müsst ihr jetzt eigentlich nicht wissen. Okay, deswegen hat man sich gedacht, wir machen das Ganze nicht mehr zufällig oder variabel zufällig, sondern wir teilen also wenn das jetzt unser Medium ist, in unserem Fall einfach quasi die Luft, dann teilen wir das Ganze auf und sagen, wir machen Zeitschlitze. Das hatten wir schon mal uns angeguckt und bei Slotted Aloha wird das auch so benutzt, also Slotted Aloha, deswegen, weil wir eben Zeitschlitze verwenden, Slotted von Schlitz. Und ja, jetzt wird hier aufgeteilt und am Anfang, bevor wir sozusagen senden, müssen wir auf den Beginn eines neuen Zeitschlitzes warten. Das heißt, wenn ich meine SMS loshauen möchte, dann warte ich erstmal, bis ein Zeitschlitz anfängt. Warum ist es geiler als normales Aloha? Jetzt lasst mich ganz kurz die Farbe ändern. Sagen wir mal, normales Aloha benutzen wir. Dann kann es passieren, dass SMS 1 so losgeschickt wird. Wow, das ist eine furchtbare Farbe. Und die Kante ist auch nicht wirklich hübsch. Naja, ich mache das hier gerade mal ein bisschen anders. Das soll auch bitte 0,0 sein. So, also ich schicke meine SMS. Die SMS braucht ziemlich genau einen Zeitschlitz. Ich schicke aber nicht zu Beginn eines Zeitschlitzes, weil wir ein normales Aloha verwenden. Und deswegen brauche ich schiebe das gerade mal hier so runter, damit man die Schlitze noch sehen kann. Deswegen brauche ich jetzt hier tatsächlich 2 Zeitschlitze. Jemand anders hält sich per Zufall jetzt an unseren Zeitschlitz. Das wäre dann die Nummer, keine Ahnung, Nummer 2 würde sich direkt an den, in unserem Fall, in unserem Beispiel, hat sich Nummer 2 perfekt an den Zeitschlitz gehalten und hier genau zu Beginn von einem Zeitschlitz angefangen. Super. Und Nummer 3 hat sich fast an den Zeitschlitz gehalten, aber eben leider nur fast und deswegen hat er hier hinten angefangen zu senden und braucht ungefähr so viel Zeit. So, und wir sehen es, theoretisch könnte jetzt eine SMS komplett durchkommen, aber der rosane hier, der blockiert einfach 2 volle Felder. Der hier blockiert nur ein Feld und der grüne blockiert auch wieder 2 Felder. Ist doof gelaufen. Wenn wir jetzt tatsächlich alle diese Slots hier verwenden, dann haben wir hier zwar eine Kollision, aber ein SMS ist durch und hier drüben haben wir schon den nächsten Schlitz. Da kann dann schon wieder jemand anders senden sozusagen. Man weiß einfach, also man kann einfach nicht 2 Dateneinheiten auf einmal blockieren. Man kann nur eine Dateneinheit blockieren bei Slotted Aloha. Und das ist sozusagen die Verbesserung. Im nächsten Zeitraum sind dann zum Beispiel nur die und der Rosane ist durchgekommen und im letzten Zeitraum ist dann eben nur diese SMS drin. Sowas in die Richtung zumindest. Jetzt hatten wir ja gesagt, wir warten zufällig ein bisschen, das heißt, die beiden sind nicht aufeinander, sondern der hier wartet zum Beispiel 2 Zeitschlitze, das heißt, er landet hier mit dem Senden seiner SMS bei einem Fehlschlag und der hier wartet von mir aus 3 Zeitschlitze ab, das heißt, er landet hier hinten bei seinem Nochmal-Versuch, wenn er eine Kollision hatte.
Deswegen der Zufall, damit wir einfach hier ein bisschen Puffer eingebaut haben und die Wahrscheinlichkeit kleiner wird, dass jetzt eben hier wieder beide zum zweiten Zeitschritt schicken und dann muss wieder einer zum dritten schicken. Das, wie gesagt, damit wir eben so aufeinander häufende Ballungen sich so ein bisschen reduzieren. Jetzt, wo kann man feststellen, dass so ein Netz überlastet ist? Denkt mal an Silvester. Da haben wir wirklich viele SMS und da kam es auch schon öfters vor, dass das SMS-Netz zusammengebrochen ist. Zusammengebrochen ist es eigentlich nicht wirklich. Es waren einfach nur so viele Kollisionen, dass jeder oder fast jeder, außer ein paar Glückliche, die dann tatsächlich durchgekommen sind in diese ich habe zu oft probiert, ich brich jetzt komplett ab Folge gefallen. Das heißt, sie haben ihre Retries, also ihre Wiederversuche sozusagen, haben sie einfach überschritten und nach, keine Ahnung, 50 Versuchen oder sowas ist einfach mal fertig gewesen und deswegen haben sie gesagt, die SMS ging nicht raus. Probier's bitte später nochmal oder sowas. Das ist eben dazu da, damit die Last auf Dauer reduziert werden kann und damit eben nicht jeder gleichzeitig wieder versucht zu senden, damit sich so ein bisschen besser aufteilt. Ja, so funktioniert Slotted Aloha und so funktionieren eure SMS tatsächlich, beziehungsweise der Verbindungsaufbau bei euren SMS. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so ein Protokoll auch mal kennenzulernen. Ist ein relativ abenteuerliches Protokoll, weil es irgendwie sehr, sehr viel zufällig macht. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!